Du hast es überall gesehen. An den Wänden von Luxor-Tempeln, auf antikem Schmuck und in unzähligen Hollywood-Blockbustern. Das Auge des Horus. Doch was, wenn ich dir sage, dass dieses 3000 Jahre alte Symbol kein einfaches religiöses Zeichen ist? Was, wenn es in Wahrheit ein hochkomplexer, verschlüsselter Bauplan für das menschliche Bewusstsein und die Mathematik ist? Wir lüften heute ein Geheimnis, das die moderne Wissenschaft bis heute vor Rätsel stellt. Willkommen zur ungeschönten Wahrheit hinter dem Auge der Pharaonen. Um die Bedeutung des Auges zu verstehen, müssen wir zurück zum Anfang reisen, in eine Zeit, in der Götter über Ägypten herrschten. Die Legende besagt, dass Horus, der falkenköpfige Gott des Himmels, in einen brutalen Krieg gegen seinen Onkel Seth zog, um den Thron seines Vaters Osiris zu rächen. In diesem Kampf riss Seth das linke Auge von Horus heraus und zerschmetterte es in 6 einzelne Stücke. Doch hier endet die Geschichte nicht. Der Gott der Weisheit, Tod, sammelte die Trümmer und setzte sie durch göttliche Magie wieder zusammen. Das geheilte Auge wurde fortan Udyat genannt, das Unversehrte. Für die Ägypter war es ab diesem Moment das mächtigste Schutzamulett der Welt, ein Symbol für Heilung, Opferbereitschaft und die Wiederherstellung der kosmischen Ordnung. Doch die wahre Magie liegt nicht in der Legende, sondern in der Geometrie. Schau dir das Auge einmal ganz genau an. Es ist kein zufälliges Kunstwerk. Jeder einzelne Strich, jede Kurve und jeder Punkt des Auges repräsentiert in der altägyptischen Mathematik einen spezifischen Bruchwert. Die Augenbraue steht für ein Achtel, die Pupille für ein Viertel, die Seite des Auges für die Hälfte. Die Ägypter nutzten diese mathematischen Teile des Udyat, um Mengen von Getreide oder die Dosierung von Medizin zu berechnen. Doch hier ist der Clou, der Mathematiker bis heute fasziniert. Wenn man alle 6 Teile des Auges addiert, ein Halb, ein Viertel, ein Achtel, ein Sechzehntel, ein 32. und ein 64. erhält man nicht das Ganze. Man kommt nur auf 63 64. Es fehlt genau ein 64. Die alten Priester lehrten, dass dieser fehlende Teil die Magie von Tod ist, das Unbekannte, das nur durch den Glauben und die göttliche Heilung ergänzt werden kann. Es war eine Warnung an die Menschheit. Die Logik allein kann die Welt niemals vollständig erklären. Aber jetzt kommen wir zum Punkt, der die moderne Medizin sprachlos macht. Legt man die Zeichnung des Auges des Horus über einen Querschnitt des menschlichen Gehirns, geschieht etwas Unfassbares. Die Linien des Symbols passen exakt auf die anatomischen Strukturen des limbischen Systems. Die Pupille liegt genau auf dem Thalamus, die Augenbraue entspricht dem Corpus callosum. Die Tränenlinie folgt dem Pfad der Gehirnströme zum Rückenmark. Besonders schockierend, das Zentrum des Auges markiert präzise die Zirbeldrüse, jenes Organ, das heute oft als das 3. Auge bezeichnet wird und für unsere Wahrnehmung und unseren Schlafrhythmus verantwortlich ist. Wussten die Ägypter vor über 3000 Jahren bereits über die tiefsten Strukturen unseres Gehirns Bescheid? War das Auge des Horus kein religiöses Symbol, sondern eine anatomische Karte für den Sitz der Seele? Das Auge des Horus ist kein Relikt aus einer primitiven Vergangenheit. Es ist ein Beweis für eine Wissenschaft, die wir heute gerade erst wieder entdecken. Es verbindet Kunst, Mathematik und Biologie auf eine Weise, die unsere moderne Sicht auf die Antike komplett zerstört. Wenn dich die Geheimnisse der Pharaonen genauso faszinieren wie mich, dann lass jetzt ein Abo da und aktiviere die Glocke. Die Geschichte ist nicht das, was man uns in der Schule erzählt. Die Wahrheit liegt oft direkt vor unseren Augen. Bis zum nächsten Mal.